Wunderschönen guten Abend. Hallo und herzlich willkommen. The Masked Vom. Nein, es ist nicht die Neuauflage einer ProSieben-Show. Es ist tatsächlich Anwurf, das Handballmagazin. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Herzlich willkommen wieder aus Kiel, aus dem Anwurfstudio zu Gast bei Sprungwurf TV. Ich bin heute das erste Mal wieder in den Heiligen Hallen bei unserem Regisseur Michel. Aber ihr seht es noch ohne Gäste. Trotzdem haben wir eine fantastische Sendung, denn zwei, also wirklich hochkarätige Männer sind heute meine Gäste und die stelle ich euch jetzt vor. Der eine ist Geschäftsführer beim DHK Flensburg und der andere eine Oberliga-Legende, kann man schon sagen, der jetzt nach 4 Jahren Hyrup zum TSV Altenholz in die dritte Liga wechselt. Der eine heißt Peter Stotz, der andere heißt Ove Jensen. Ich grüße euch. Hallo. Guten Tag. Moin, hallo. Ove ist, so wie es aussieht, bei sich zu Hause. Peter ist heimlich in die Halle abgehauen. Ja, ich sitze in meinem Büro. Hier wird ein bisschen umgebaut. Wir nutzen ein bisschen die Corona-Zeit hier und solche Sachen, ein bisschen ruhiger. Dann habe ich mir mal so einen anderen Hintergrund gebastelt, der ja irgendwie ein bisschen mehr mit Handball zu tun hat. Ich bin jedes Mal wieder begeistert, was die Technik so kann. Ove, wie geht's dir? Ja, mir geht es eigentlich den Umständen entsprechend gut soweit. Ja, alles gut. Genieße noch ein bisschen die handballfreie Zeit, dann ein bisschen den Körper, die Wehwehchen wieder ein bisschen gerade vorzubringen. Aber ich freue mich auch schon sehr, wenn es wieder losgeht. Wir haben auch viele Community-Fragen an euch bekommen. Wir gehen das heute alles ganz entspannt durch. Eine direkt mal vorweg hier von Lasse Westmoreland. Ich hoffe, das ist richtig ausgesprochen. Dir stellen, der sagt, grüße Uwe ganz lieb, aber frag ihn mal bitte, warum er so ein schlechter Kicker ist. Also vielleicht solltest du das eher trainieren. Ja, erstmal liebe Grüße zurück, Lasse. Schön, dass du dich jetzt hier gerade so weit aus dem Fenster lehnst, dass du dich das traust. Ich halte mich für den besten Kicker damals in unserem alten Team. Ich habe immer nur gehört, dass du gut gespielt hast, wenn ich nicht beim Training warst. Von daher, das klären wir dann nochmal irgendwann anders auf dem Fußballfeld. Aber nur, wenn es live übertragen wird. Auf Sprungwurf TV dann. Also das lohnt sich auch. Falls ihr euch fragt, wo ist denn eigentlich der Dritte im Bunde, Jürgen Hitsch von Hamburg-Barmbek, der musste kurzfristig leider absagen. Wir hoffen, dass wir ihn irgendwann in den nächsten Wochen dann in die Sendung bringen. Ist ja ein bisschen unklar, wie es bei Hamburg-Barmbek weitergeht in Sachen dritter Liga. Gerüchte, Küche brodelt und so weiter. Können wir euch leider aktuell nicht zu sagen. Hätten wir sehr gerne getan. Müssen wir kurzfristig verschieben, aber das ist ja kein Problem, da sind wir ja sehr flexibel. Umso mehr freue ich mich, dass es mit uns geklappt hat. Und jetzt gibt es einen kleinen Spot, ganz, ganz kurz, 10 Sekunden, und dann geht's los mit unserer traditionellen Fragelawine. Die härtesten Seiten des Handballs. Handballhimmel und Handballhölle. Jetzt im Buchhandel. So, traditionell, wer zum ersten Mal dabei ist, die Fragenlawine ganz am Anfang. 5 Fragen an jeden unserer Gäste, ohne tatsächlich großen Handballbezug, denn wir wollen erstmal ein bisschen locker in die Sendung reinkommen und natürlich auch ein bisschen Privates vielleicht den Gästen entlocken. Und wir starten, lieber Peter, mit dir. Bist du bereit? Ja. Sehr gut. Frage 1. Welches ist das beste Buch, das du gelesen hast? Ich lese nicht so gerne Bücher, aber manchmal im Urlaub schon. Ob es das Beste ist, weiß nicht. Dennis Rodman fand ich zum Beispiel ganz cool. Ich lese gerne Biografien, aber aktuell, was mir im Kopf als richtig cool rumschwirrt, ist das von Stefan Kretschmer. Das habe ich jetzt in meinem letzten Urlaub gelesen und das fand ich ziemlich cool, weil man da halt auch irgendwie viele Sachen durch Handball wiederfindet und geile Geschichten und das kann man nur weiterempfehlen. Schockt. Auch sehr unterhaltsam, ne? Ja, super. Finde ich. Frage 2. Gibt es etwas, wovon du schon lange träumst, dich aber noch nicht getraut hast, es zu tun? Bei mir sind ja gerade so ein paar Sachen passiert, die ich mich vielleicht immer mal nicht so getraut habe. Hochzeitsantrag machen, habe ich jetzt hinter mir. Geheiratet habe ich. Herzlichen Glückwunsch. Ein Kind bekommen, das kommt jetzt auch demnächst im Oktober. Also von daher schon einiges abgehakt. Ob man sich das vorher nicht getraut hat oder nicht, weiß ich nicht. Aber das waren so Dinge, die einem immer ein bisschen auf der Seele lagen. Sonst würde mir jetzt vielleicht ein
Fallschirmsprung nochmal einfallen. Da habe ich schon lange einen Gutschein liegen und ein Bekannter bietet das an und mit dem würde ich eigentlich gerne nochmal runterspringen, aber irgendwie traue ich mich bisher noch nicht so richtig. Aber du warst ja offenbar schon fleißig. Sensationell. Herzlichen Glückwunsch. Danke, danke. Wie sieht dein ultimatives Traumhaus aus? Ja, ultimativ finde ich immer ist so ein kurzweiliger Begriff. Wenn ich jetzt ein geiles Haus sehe, irgendwo im Urlaub oder sonst was, ich glaube, da fühlt man sich dann irgendwie halt für ein paar Wochen, Monate wohl. Von daher sieht mein Haus so aus, wie ich mir das wünsche und ich fühle mich da super wohl. Wir haben einen Garten, wir haben einen kleinen Wellnessbereich und ich kann Sport machen und wir fühlen uns da einfach pudelwohl und das ist mein ultimatives Traumhaus. Frage 4. Über welches Thema könntest du eine 30-minütige Präsentation halten, jetzt sofort, ohne jegliche Vorbereitung? Meine Firma, Handballmarketing, irgendwas. Sehr, sehr gut. Wenn sofort losgehen. 30 Minuten reichen aber nicht. Richtige Antwort. Richtige Antwort. Was ist dir wichtiger? Letzte Frage. Ehrlich zu sein oder nett zu sein? Also ehrlich sollte man eigentlich immer sein. Nicht nur eigentlich, sollte man sein. Und ich glaube, wenn man die ehrliche Antwort gibt, dann ist man auch nett. Weil nicht mit der richtigen Wahrheit, da kann der andere auch nichts mit anfangen. Man kann es aber nett verpacken. Und das ist, glaube ich, was man immer irgendwie beachten sollte. Weil man will ja keinen diskreditieren oder sonst was. Aber eine nett verpackte, ehrliche Antwort ist, glaube ich, das Beste. Ja. So, das waren sie schon. Das waren deine 5 Fragen. Sensationell. Sehr gut gemacht. Sehr souverän. Gerne. Mal schauen, was legt Uwe nach. Frage 1. Was darf in deinem Kühlschrank niemals fehlen? Gute Frage. Erstmal bin ich ja froh und glücklich, wenn der Kühlschrank überhaupt was hergibt. Wenn er gut gefüllt ist, bin ich sehr entspannt. Ich gucke auch gerne immer mal wieder rein, auch wenn ich nicht hungrig bin. Aber so würde ich sagen, kaltes Bier darf nicht fehlen. Sehr gut. Frage 2. Was denkst du, ist der Schlüssel, um glücklich zu sein? Ja, spontan, wenn ich auch an die momentane Situation denke, ist es, dass es mir und meiner Familie gut geht, dass alle gesund sind. Genau. Wovor hast du am meisten Angst? Ja, jetzt, wo Peter gerade eben vom Fallschirmsprung gesprochen hat, ich habe absolute Höhenangst. Für mich kommt das gar nicht in Frage und ich hasse Schlangen. Ja, ich auch. Ich auch. Ganz schreckliche Tiere. Die sind aber auch widerlich, ne? Also sind wir jetzt zu dritt hier in Sachen Schlangen und Höhenangst? Höhenangst geht, aber Schlangen, ich neulich gerade wieder meiner Frau erzählt, ich sage, ich bin wach geworden, ich habe von Schlangen geträumt. Also keine Ahnung. Das kommt öfter mal vor. Mein Vater geht es genauso. Ja, kenn ich tatsächlich. Jetzt kommt der ultimative Filmtipp für alle, die Höhen- und Schlangenangst haben. Snakes on a Plane. Super Film. Werde ich mir sicherlich mal angucken. Tu es nicht. Nee, mache ich auch nicht. Frage 4. Glaubst du an Schicksal? Nein. Klare Antwort. Frage 5. Letzte Frage. Wer ist dein Lieblingsmusiker? Ja, schwierig. Da kommt es immer bei mir auf die Stimmung drauf an, wonach mir gerade ist. Aber spontan würde ich sagen, ich höre gerne amerikanischen Hip-Hop und dann so Post Malone und Drake. Das ist im Moment in meinen Playlisten zu finden. Auch dann, wenn du auf dem Weg zum Spiel bist und dann volle Dröhnung auf die Ohren? Ja. Ja, zum Beispiel jetzt gibt es ja im Moment gerade auch die Doku über Michael Jordan. Wir haben eine ganz gute Playlist auch dazu. Wo findet man die? Ich meine Netflix. Oder ich meine jetzt die Playlist. Playlist. Ja, die findest du ganz normal, wenn du The Last Dance bei Spotify eingibst. Dann sind immer wieder, wird das aktualisiert von den Songs, die da drin auftauchen und so. Das passt eigentlich tatsächlich in jede Stimmung. Zu jeder Stimmungslage, kann ich gut empfehlen. Richtig cool, das ist ein sehr guter Tipp. Diese Serie habe ich nämlich auch angefangen. Mhm. Ich auch. Die ist der Hammer, oder? Ja, geile Zeit gewesen damals, ne? Und die Amerikaner können natürlich in Sachen Sport und Entertainment auch sehr, sehr viel machen. Und da komme ich schon so ein bisschen Richtung DHK, denn wenn man eins euch in Flensburg zugestehen muss, dann ist es natürlich auch die Hallenshow.
die natürlich nicht nur in der Oberliga, sondern auch schon zu Drittliga-Zeiten irgendwie ja so ein bisschen seinesgleichen gesucht hat, oder? Ja, das bringt uns Spaß und ich glaube, man braucht Rahmenbedingungen, um irgendwie auch was zu präsentieren, auch wenn es manchmal sportlich nicht so läuft. Das wünscht man sich manchmal auch natürlich besser, gerade in den letzten 2 Jahren. Aber wir sind halt der Meinung, wenn wir in einer Handballstadt, wo es so viel Angebote gibt in Flensburg, eine Daseinsberechtigung haben wollen, dann müssen wir was Besonderes machen. Und von daher, für mich als Spieler hat es in einigen Vereinen, wo ich gespielt habe, manchmal gefehlt. In anderen Vereinen war es gut, da hat man sich viel abgeguckt oder auch, wo man dann mal irgendwo anders gespielt hat und sagte, so könnte es sein, warum macht mein Verein das dann irgendwie nicht? Und ich finde, das ist auch irgendwie eine Wertschätzung der Spieler gegenüber, der Sponsoren, alle, die da irgendwie auftreten oder mitmachen, dass die auch ein vernünftiges Rahmenprogramm genießen können und nicht einfach in einer leeren Halle, wo alles langweilig, wo die Banden umgedreht irgendwie rumliegen und sowas. Das weiß ich nicht. Könnte ich mich nicht mit identifizieren und das ist ein gewisser Standard, den wir uns da mit unserem ganzen Team erarbeitet haben und das bringt total Spaß, ist natürlich aufwendig, aber ja, die Leute wissen das zu schätzen und das bringt Spaß. Für alle, die noch nicht so oft da waren, also natürlich Licht geht aus und so weiter, Lichtershow, aber dann gibt es dieses Raketenauto, was ich immer sensationell finde. Und natürlich gibt es auch Tanzeinlagen, manchmal sind Cheerleader zum Beispiel zu Gast und. Tanzgruppen, Lokale. Ja. Ja, die bringen natürlich auch Leute mit und die Tänzer haben dann auch irgendwie Eltern mit oder Verwandte oder Einlaufkinder auch irgendwie und die kommen dann auch, die sieht man dann auch so mal wieder halt, ne? Dass sie auch mal ohne Auftritt auch mal wieder in die Halle gucken, weil die das toll finden, was da passiert und das ist dann ja auch eine Art von Werbung und ja, dass die Leute den Bezug dazu haben. Inwieweit plant ihr da schon für die nächste Saison? Also wird es die weitergeben oder baut ihr die vielleicht sogar aus? Ja, ich glaube, für die Oberliga ist das schon ziemlich gut. Da noch mal irgendwie einen draufzusetzen, macht nicht viel Sinn. Wir wollen das so gerne beibehalten, wie wir es haben. Ideen kommen natürlich immer wieder. Also jetzt momentan hat man eher andere Sachen, die man auf dem Zettel hat, als sich da über eine noch geilere Einlaufshow Gedanken zu machen. Man hat natürlich auch guten Kontakt zu unseren Hallensprechern und so weiter, die dann auch immer mal wieder mit einer Idee um die Ecke kommen. Aber eigentlich wird das so weiterlaufen wie bisher. Unser lieber Freund hier auch von Sprungwurf TV, Pepe vom FC St. Pauli, der schrieb auch, du musst es unbedingt ansprechen, das ist quasi Bundesliga-reif. Das gibt es in der Oberliga sonst nicht. Ja, da hat St. Pauli auch einen netten Bericht zugeschrieben nach unserem Heimspiel gegen St. Pauli. Das hat uns sehr gefreut und liest man natürlich auch gerne sowas. Und weiß ich, neulich war auch Dirk Petersen, der ja neulich auch bei euch zu Gast war, bei unserem Spiel und sagte auch, das ist jetzt mindestens Zweitliganiveau, was ihr hier anbietet und geile DRK-Familie, die alle mit anpacken und auch Tim Blome und ich als Geschäftsführer, wir rollen den Teppich aus und alle packen mit an, dann kannst du laufen, ne? Uwe, du hast ja auch schon gegen den DRK mal gespielt. Ist das unangenehm, dort zu spielen? Nein, nicht unangenehm. Ich habe meistens auch immer bei Flensburger Vereinen gespielt und die Derbys waren natürlich immer ein absolutes Highlight und es hat man hat sich sehr gefreut auf die Duelle auch beim DRK. Erstmal ist es eine super Halle und ich kann das auch nur unterstreichen, dass man auch neidisch darauf guckt und das schon was ausmacht, wenn das Licht ausgeht und die Jungs einlaufen, so, da hätte ich auch Bock zu und das ist echt eine super Sache und von daher würde ich eher sagen, es hat mir eher Spaß gemacht, in der Edelshalle zu spielen gegen den DRK. Ja, das Feedback kriegen wir ja auch von den gegnerischen Mannschaften immer, ne? Die dann halt sagen, cool, was ihr hier macht und das freut einen dann auch bei der Pressekonferenz zu hören, wenn der gegnerische Trainer sagt, geile Show hier und so und das bekräftigt einen ja in seiner Meinung, die man dazu selber hat. Habt ihr beide eigentlich mal gegeneinander gespielt? Auf Rasen. Auf Rasen? Auf Rasen. Aber sonst sind wir auch ein bisschen vom Alter her ein bisschen auseinander und ich habe ja meine aktive Karriere mit 33 beendet. Ich bin jetzt bin ich fast 40. Vor 7 Jahren, Uwe, wie alt warst du da? 20. 20, ja, guck mal. Wäre also möglich gewesen. Ja. Aber auf dem Rasen, so wie Peter sagt, haben wir uns mal duelliert und da sieht Peter immer noch sehr, sehr gut aus. Das finde ich ja immer sehr, sehr spannend. Wer spielt denn für welches Team bei diesen Turnieren? Ja, wir haben da so ein Spaßteam, das heißt Rückwärts, ist mal entstanden, doch vor meiner Zeit. Ich hatte immer meine eigene Truppe, Betriebssport Stotz, sind wir auch zu meiner aktiven Zeit jahrelang Beachhandballturniere, Feldhandballturniere mit Freunden
abgereist, hat immer viel Spaß gemacht und die letzten Jahre rückwärts, auch bunte Truppe, auch DRK-Leute und sonstige ehemalige Glücksburger und so weiter. Uwe hatte auch, glaube ich, schon mal mitgespielt und ja, bringt immer Spaß, immer bunte Truppe und man kennt halt auch viele, gegen die man so spielt, ob das jetzt Uwe ist oder andere Leute oder gegen eigene DRK-Spieler auch, wo man dann mal gegen Tobi Grossmann spielt oder sowas, das bringt auch irgendwie mal Spaß. Oder gegen Timo Brüne, gegen Tjag Dessler auch schon gespielt, also ist immer irgendwie witzig. Uwe, für wen bist du aufgelaufen? Ja, ich bin immer, je nachdem, wer sich bei mir gemeldet hat und gefragt hat, ob ich Bock habe, immer unterschiedlich. Die letzten beiden Jahre haben wir uns dann auch mal so eine Mannschaft, HC Ego, zusammengestellt, auch bunter Haufen mit immer verschiedensten Handballern aus der Region und ist immer eine ganz nette Abwechslung zu dem Hallenalltag und da steht ja sowieso der Spaß immer im Vordergrund und so wie Peter auch sagt, auf andere zu treffen, auch auf eigene Teamkollegen und so, wenn das Wetter mitspielt und so, dann finde ich, ist das immer eine sehr nette Abwechslung. So, vom Spaß kommen wir jetzt mal zum Ernst, wie es so schön heißt. Auf eurer Webseite, Peter, beim DRK steht ganz oben DRK-Team fast komplett. Wir können das ja, das würde ich heute gerne machen, euren Kader mal so ein bisschen aufdröseln und du beschreibst mal so eure Gedanken in Sachen Kaderplanung, was ihr euch dabei nicht nur gedacht habt, sondern vielleicht was sogar noch getan wird. Also zum Beispiel ein Simon Jürgensen kommt, Marcel Möller, auch sehr namhaft, Tom Landgraf kommt zurück in den Norden, Ole kommt zurück zum DRK, Zakczewski von Hildesheim, Christopher Adsersen ist dann noch mit dabei, der kommt von Sonderburg und dann gibt es natürlich noch von vielen Leistungsträgern, beispielsweise Tjag Dessler, Johannes Krüger, die haben ja schon länger auch, Tobi auch, Wickert Großmann gesagt, dass sie bleiben. Der Trainer hat gesagt, er bleibt, Kai Nielsen. Ist der Kader damit im Großen und Ganzen so, wie du ihn dir vorgestellt hast? Noch nicht ganz. Natürlich würde ich mal sagen, jetzt besser, als wir uns vorher vorgestellt haben schon, aber noch nicht ganz komplett. Man sucht ja immer ein bisschen die Perfektion. Die hat man natürlich im Handball nie so richtig, aber man will auf jeder Position irgendwie doppelt besetzt sein. Das sind wir fast. Wir haben allerdings nur 2 Linkshänder. Von daher könnten wir da noch gut jemanden gebrauchen. Und ja, mit Ole haben wir natürlich jemanden, der für uns richtig gut wichtig ist, auch die Bude rockt und die Bude kennt, sag ich mal. Der wird aber auch noch bis Januar oder so ausfallen mit seinem Kreuzbandriss. Von daher sind wir dann im Rückraum nicht so groß irgendwie vertreten oder bestückt. Klar haben wir Alex von Eitzen mit Wurfkraft und wir haben Tjag und Jake Honig, der noch ziemlich jung und unerfahren ist. Wir haben Leon, der nach seinem Kreuzbandriss jetzt wieder gut in Form ist, oder Morten mit seinem Kreuzbandriss auch erstmal wieder spielen muss. Oder Morten Schmidt. Morten Schmidt, ja. Der wäre jetzt wahrscheinlich wieder beim Handballtraining dabei, aber gibt's ja nicht. Ja. Von daher irgendwie einen im Rückraum würde man schon noch gut gebrauchen können, ein Allrounder oder ein Linkshänder, aber grundsätzlich sind wir super zufrieden. Es macht den richtigen Weg und mit Kai haben wir auch jemanden, der bodenständig ist und da nicht überdreht oder sonst irgendwas, auch manchmal andere Sichtweisen irgendwie hat und das bringt sehr viel Spaß so mit dem Team zusammen. Was auffällt ist, wenn man zum Beispiel einen Möller holt, Landgraf mit langjähriger Erfahrung, der ja sogar ab und zu schon für den THW Kiel aufgelaufen ist, Ole logischerweise und gepaart natürlich mit den Stützen, die du jetzt schon zuletzt hattest, rund um Kapitän Dessler und so weiter. Wachsen da jetzt wieder die Ansprüche so ein bisschen? Oder könntest du verstehen, wenn das von außen so ein bisschen hineingetragen wird? Ja, das ist ja jetzt auch unser Anspruch, ne? Weil wir haben gerade über Rahmenprogramm gesprochen. Wir haben ein großes Umfeld, auch Sponsoren und so weiter. Ich glaube, wir haben auch einiges höheren Etat als andere Vereine. Ich kenne mich da nicht aus, was andere haben, aber ich glaube schon größer als die im Mittelfeld auf jeden Fall. Und das ist auch unser Anspruch, dass wir sagen, wir können das auch nicht irgendwie noch 3-4 Jahre in der Oberliga alles so aufrechterhalten. Dafür macht das irgendwie auch keinen Sinn. Und das, was wir da aufgebaut haben, das gehört irgendwie in die 3. Liga. Und wir hatten halt die Möglichkeit, diese Spieler zu holen oder wollten auch zu uns. Und dann müssen wir die Chance auch nutzen. Auch wenn unser Plan eigentlich war, mit einer jungen Truppe irgendwie 2-3 Jahre Oberliga eine Mannschaft aufzubauen. Aber wenn man solche Möglichkeiten hat, diese Spieler
so zu bekommen, dann muss man das irgendwie nutzen. Und das sind ja auch alles keine alten, verbrauchten Spieler, sondern die sind ja alle noch keine 30. Nee, genau. Und von daher haben wir jetzt gesagt, wir wollen nächstes Jahr voll angreifen und werden dafür alles tun. Vor allem, weil die Chance jetzt ja auch da ist wenn Eiderhade vielleicht aufsteigt, gehe ich mal von aus, und keine Absteiger gibt es heute auch wieder Neuigkeiten. Owe nicht mehr in Hürop aktiv ist, dann sind die Chancen natürlich gar nicht so schlecht. Man soll das nie unterschätzen und das haben einige in der Saison garantiert. Also gerade junge Spieler bei uns, die haben die Oberliga unterschätzt und das werden wir hoffentlich mit ein paar erfahreneren Leuten nicht unbedingt. Aber ich erinnere, dass du zum Beispiel letzten Sommer auch gesagt hast, wir sind zwar Drittliga-Absteiger, aber wir müssen uns erstmal akklimatisieren und dürfen noch nicht sofort wieder hochgucken. Ja, das wäre auch mit der jetzigen Mannschaft, also ich würde auch mal behaupten, die oberen 4, 5 Mannschaften oder 6 Mannschaften aus der Oberliga, die haben in der dritten Liga momentan nichts zu suchen. Also die würden überall auf die Fresse kriegen, das ist nun mal leider so. Kann mal immer wieder ein anderes Spiel sein und das ist immer noch Sport und man kann sich weiterentwickeln. Eiderhade macht das durch Teamgeist. Ich bin gespannt, wie sie es da machen, aber die dritte Liga ist halt noch eine ganz andere Hausnummer. Und mit den weiten Fahrten und dem Mehraufwand und so weiter, das lernt man erst so während so einer langen Saison erstmal kennen und dann kann so eine Auswärtstour auch mal hart sein und die Stimmung ist dann nicht mehr so, wenn du auf der Rückfahrt irgendwie 8 Stunden sitzt und mit 10 Toren nach Hause verloren hast und so weiter. Und da haben wir gesagt, wenn wir mit der jungen Truppe in der Oberliga jedes Spiel eine Chance haben zu gewinnen, dann haben wir erstmal schon mal bessere Stimmung, dann werden die Spieler sich auch weiterentwickeln, aber man hat natürlich auch gleich gemerkt, nach dem ersten Heimsieg sind wir nach Schuld gefahren und da haben wir gleich mit 7 Toren verloren, deutlich, auch mit 10 zurückgelegen oder 11 und ja, da ist dann halt auch so eine Erfahrung, die Schuld dann halt hat, die kann man dann halt, ja, muss man voll ernst nehmen und zwar 60 Minuten jedes Spiel und das haben wir letzte Saison halt nicht getan. Es sind ja tatsächlich turbulente Zeiten, die du hast es vorhin schon angesprochen, 2 Jahre, wo wirklich viel passiert ist, auch auf der Trainerbank immer ein paar Veränderungen, dann kam der Abstieg und so weiter. Ich weiß noch, dass ihr im Jahr vorher knapp die Klasse gehalten habt. Da habt ihr euch so auf den Klassenerhalt fokussiert und wirklich ihr habt wirklich versucht, wie so ein großes Schiff, das irgendwie ins Ziel zu bringen und habt es tatsächlich geschafft. Und dann kam die Abstiegssaison. Was hast du aus der jetzt gelernt? Klar war es für uns wichtig, damals die Klasse zu halten. Da haben wir dann ja auch André Lobach und Jens Häusler und so weiter noch geholt, haben es dann auch zusammen hingekriegt. Dass André dann ging, war schade, war auch so irgendwie nicht gedacht, muss man aber respektieren, weil Timo dann ja auch noch gleichzeitig aufgehört hatte, Timo Brüne. Jens musste sich irgendwie mit uns zusammen eine Truppe suchen, hatte auch keine großen Forderungen. Er sagte, gib mir irgendwie 16 Leute, die kämpfen, aus denen forme ich halt eine Truppe. Und ja, dann haben wir auch ein bisschen mehr trainiert und ältere Leute wie Sjörn Tölle, die haben da hohe Last getragen und waren dann natürlich auch nicht immer so zufrieden, dass die dann halt viel alleine machen müssen. Und das war dann eine ganz anstrengende, harte Saison. Und ja, dann während der Saison auch nochmal Spieler, die dann weggegangen sind, weil sie ein Heimweh hatten aus Dänemark oder sonst irgendwas. Das kann dann irgendwie schon hart werden. Und da war es dann auch in Ordnung, dass wir absteigen. Also da hätten wir auch wenn es gut anfing, wir haben zu Hause gegen Schwerin gleich gewonnen und gegen Burgdorf gleich gewonnen. Das war super, aber das konnten wir halt nicht halten mit dem Kader, mit der Truppe. Und ja, dann war es auch okay. Und Oberliga tut auch mal ganz gut, wenn man 1, 2 Jahre Oberliga spielt, mal wieder ein bisschen, in andere Hallen guckt oder das zu schätzen weiß, was in der dritten Liga eigentlich so ist oder ob man jetzt irgendwie in der toten leeren Halle da spielt, was manchmal leider so ist, dann will man lieber auch zurück in die dritte Liga und dafür alles tun. Akklimatisierungsjahr Oberliga hinter euch, war es genau das, was du jetzt erwartet hast, dass man erstmal so ein bisschen Fuß fassen muss, weil Oberliga ist dann ja wieder auf ganz andere Weise ein anderer Schnack, vom Spielstil vieler Mannschaften auch. Reicht das jetzt in der Form, dass ihr sagt, jetzt könnt ihr wieder angreifen? Ja, man weiß halt, dass in der Oberliga deutlich langsamer gespielt wird und das Niveau auch, ich sag mal, die ersten 7 zu den unteren 7 deutlich nochmal absackt. Trotzdem auch gegen Ellerbeck zum Beispiel haben wir es auch immer schwer getan. Man muss das halt wirklich respektieren, dass das trotzdem eine gute Liga ist. Und
das haben die anderen, die jetzt kommen, die Neuzugänge natürlich auch aus der Ferne betrachtet und die Erfahrung von Weitem halt gesehen. Und ich weiß, dass die da anders ans Werk gehen und hoffe, dass die den Rest der Mannschaft dann auch mitziehen und nicht nur die bisher routinierten Spieler, die wir hatten. Ich möchte dich noch zu ein paar Personalien mal fragen oder ob du sie uns so ein bisschen erklären oder vorstellen kannst auch. Eine Frage habe ich ganz kurz zu Tim Wendt. Ich meine noch neulich irgendwann mal gelesen zu haben, dass der verlängern wollte. Warum hat es doch nicht geklappt? Ja, er kam irgendwie ein paar Wochen später und hatte gefragt, ob das okay wäre, wenn er kürzer tritt. Irgendwie würde er gerne mehr Privatleben machen und Torwarttrainer bei den Frauen von seiner Freundin da irgendwie machen und dass ihm das irgendwie momentan handballerisch nicht mehr so viel Spaß bringt und ob das irgendwie okay wäre, wenn wir da uns andere Gedanken machen würden. Und das haben wir erstmal so hingenommen und ja, weil wir halt, bevor Tom Landgraf dann halt zugesagt hatte, auch noch ein, zwei andere Torhüter in der Hinterhand hatten, haben wir das dann halt zugestimmt, weil wir gesagt haben, wir wollen auch keinen Spieler irgendwie halten, der nicht unbedingt möchte oder hundertprozentig dahinter steht. Und ja, haben wir uns halt mit denen halt ausgetauscht und das hat dann auch funktioniert und so konnte Tim dann halt auch seinen Weg gehen und das ist auch in Ordnung. Irgendwie schade, weil er ist ein guter Torwart und hätte uns auch gut getan, aber so ist es jetzt und wir haben auch so ein gutes Gespann und da freuen wir uns auch drauf. Du sprichst ihn an, Tom Landgraf kommt, der lange Zeit zuletzt in Altenholz war, auch teilweise durch Zweitspielrecht beim THW Kiel mit am Start war. Jetzt kommt er von dem Drittliga-Aufsteiger in die zweite Liga, Dessau. Warum da der Wechsel zurück? Wie habt ihr ihn überzeugen können? Seine Freundin wohnt in Schleswig-Holstein und von daher wollte er gerne wieder in den Norden zurück und Altenholz war er schon, so Richtung Lübeck wollte er auch nicht unbedingt, Dänemark wäre nochmal ein Thema gewesen, aber er sagte halt auch, dass die Rahmenbedingungen beim DHK halt super sind, von Erfahrungen halt mit Altenholz gegen uns gespielt und fand das immer cool, wie wir die Mannschaft vermarkten, was in der Halle los ist, Weihnachtstrikots etc., und dass wir halt auch klare Vorstellungen mit unserem Trainer zusammen haben, welche Ziele wir haben. Und die decken sich mit seinen Zielen. Er möchte unbedingt in die dritte Liga. Deswegen hat er auch nur für ein Jahr zugesagt, weil er sagt, 2 Jahre Oberliga, weiß ich nicht, ob ich das machen möchte. Und von daher waren wir einer Meinung und das passte dann halt. Ne? Und er wird halt dann in Kiel wohnen und seine Ausbildung oder seinen beruflichen Werdegang mehr in den Fokus stellen, was jetzt in Dessau ein bisschen schwieriger war mit Halbprofi oder Profitum und er sagt, er muss da jetzt auch mehr auf sich gucken und nicht alles auf Handball setzen und das ist ja auch richtig so und das kann man ja, glaube ich, mit Oberliga oder Drittliga Handball dann irgendwann auch miteinander vereinen und von daher passte das. Dann kommt noch ein 20-Jähriger aus Dänemark, Christopher Adsersen. Wer genau ist das? Christopher ist aus der Jugend von Sonderjyske Sonneborg. Wir haben ja einen sehr guten Kontakt zu Sonderjyske, weil unser Hauptsponsor Seat and Travel ja auch Hauptsponsor bei Sonderborg ist oder bei Sonderjyske. Da sind wir auch mit unserer Mannschaft 1-2 Mal pro Saison immer eingeladen bei ihm in der Loge bei Carsten. Und von daher hat man da immer guten Kontakt. Lasse Worm ist ja damals auch von Sonderjyske zu uns gekommen. Timmy Eimer damals hat auch vorher bei Sonderjyske gespielt. Also der Kontakt, den gibt es da immer irgendwie. Mats Zindorf auch von Sonderjyske 2 oder Sonderborg damals zu uns gekommen. Und das war uns wichtig, dass wir halt auch irgendwie das dänische Gesicht bewahren. Er war mal bei uns zum Training und hatte halt Interesse, hat viele Heimspiele von uns geschaut. Und ja, dann haben wir ihn jetzt nochmal angesprochen aufgrund der Situation mit Tim und dann kamen wir halt schnell zusammen. Er wohnt direkt an der Grenze und muss noch ein bisschen Deutsch lernen, aber dann wird er sich auch schnell integrieren. Also wir halten fest, schon ein guter Kader. Du hättest gern noch jemanden mit einer starken linken Hand? Ja, aber wer wünscht sich das nicht, ne? Also keine Ahnung. Ich glaube, das ist jede Mannschaft, die immer sowas sucht und weiß nicht, wir sind auch mal in der Drittligasaison auch mal fast ohne Linkshänder durchgekommen. Also das kriegt man auch immer irgendwie hin. Und gerade wenn Ole Zakrzewski auch wieder fit ist, der muss dann natürlich auch erstmal wieder vom Kopf frei sein, aber der hat in der Drittligasaison, wo wir die Klasse gehalten haben, komplett halb rechts gespielt. Und man weiß ja, wie er abknickt und so weiter. Da ist er ja fast wie ein Linkshänder. Von daher könnte er da ja auch aushelfen. Oder Chuck Gessler hat er auch schon öfter mal gespielt. Da kann man dann improvisieren, aber ja, rechts außen wäre halt nochmal ein Thema, weil da haben wir nur Marco Beuschau. Und da mit dem Linksaußen zu spielen oder so bringt nicht so viel Spaß. Ich hoffe, alle haben gut zugehört.
die vielleicht noch den einen oder anderen Spieler in der Hinterhand haben und auf den Markt bringen wollen. Man weiß es ja nicht. Vielleicht können wir hier auch mal Transferbörse spielen. Du hast einige Community-Fragen bekommen. Die gibt es gleich, genauso wie jetzt die vielen, vielen Fragen an Ove Jensen. Peter, erstmal vielen Dank Ja, für die Auskunft. gerne. Einen kurzen Spot gibt es erneut und dann sind wir gleich wieder da. Die härtesten Seiten des Handballs. Handball-Himmel und Handball-Hölle. Jetzt im Buchhandel. Man muss ja da sein und wissen, was es wert. Von daher Linkshänder, glaube ich, dann eher nicht ganz so wichtig. Wir reden gerade, wir sind wieder live drauf über die künftigen Linkshänder. Vielleicht irgendwie, Leute, ihr müsst euch anstrengen in Sachen Nachwuchs, alle zu Linkshändern erziehen. Wer weiß. Tobi Dahm hat gerade Nachwuchs bekommen, Tobi Grossmann. Tjag Dessler bekommt Nachwuchs. Bei mir jetzt, also wir können schon eine halbe Truppe aufbauen. Ne? Also irgendwie in 7 Jahren so eine kleine Jugendtruppe, das kann schon mal losgehen hier in der Region. Alles erzielen. Mein großer Bruder hat jetzt auch gerade Nachwuchs bekommen, einen Jungen. Und dem legen wir auch schon den Ball fleißig in die linke Hand. Also da kann was heranwachsen. Stark, ja, bei euch ja sowieso eine Handballfamilie. Auch alle deine Brüder. Teilweise bestand ja die halbe Hürop-Mannschaft eigentlich aus Jensen, oder? Ja, wir wurden tatsächlich in der Halle schon mal gefragt, ob das der Hauptsponsor ist. Hinten auf dem Rücken stand dann ja bei vielen Leuten, wir hatten ja auch noch Finn Jensen, mit dem wir nicht verwandt sind, aber dann hatten wir 4 Jensen in der Mannschaft und dann wurden wir immer gefragt, ob das eigentlich, ob wir alle Jensens sind oder ob das irgendwie der Sponsor ist. Dann alle als Jensen rumgelaufen. Stark. Ja. Sehr, sehr cool. Owe, wir freuen uns auch sehr, dass du zugeschaltet bist. Ja. Wir gehen direkt rein ins Thema. Du wechselst nach Altenholz. Seit wann ist das klar und wie kam das? Ja, das hat sich relativ alles kurzfristig und spontan im April ergeben. Der Kontakt kam über Malte Vogt zustande. Altenholz hat ja auch einige Abgänge und da waren sie dann auf der Suche nach einem Halblinken. Wie gesagt, der Kontakt kam über Malte zustande und er hat dann mal gefragt und hat André mal meine Nummer gegeben und er hat sich bei mir gemeldet. Wir kennen uns auch noch aus der Zeit, wo er bei Schülp tätig war und er kennt mich auch als Spieler und hat mal gefragt, so, wie es bei mir so aussieht, ob ich nochmal Bock auf eine Veränderung habe und haben dann viele Telefonate geführt, weil wir uns bisher auch noch nicht getroffen haben aufgrund der momentanen Situation und haben sehr gute Gespräche geführt, auch mit dem Geschäftsführer Matthias Ferkel. Ja, die haben das sehr schmackhaft gemacht und nach und nach kam dann zu die Überzeugung, dass ich das gerne machen möchte und dann haben wir uns Ende April darauf geeinigt, dass ich dann im nächsten Jahr für Altenholz spielen werde. André Lohbach hat sich ja jetzt dann auch auf Drittliganiveau absolut bestätigt und das erste Mal sozusagen auf diesem Parkett Leistung gebracht, hat eine gute Saison, kann man glaube ich sagen, mit Altenholz gespielt. Mit welchem Konzept sportlich gesehen hat er dich überzeugen können? Ja, es ist ja ein ganz netter Mix da, den Altenholz hat. Das sind noch alte Weggefährten, die ich von der SG-Zeit kenne und viele jüngere Spieler auch aus der Kooperation mit dem THW. Und er hat mir halt eine nette Rolle aufgezeigt und was er von mir erwartet und wie er mich einsetzen möchte und dass er auch glaubt, dass ich auch immer noch Entwicklungspotenzial habe und dass er gerne nochmal rauskitzeln möchte, so was da drin steckt und ich auch menschlich gut in die Mannschaft passe und so alles drum und dran hat dann einfach gestimmt und so ist das dann zustande gekommen, ja. Malte Vogt, hast du mit dem auch zusammen bei der SG noch gespielt? Ja. Weil der war auch bei der SG, ja. Da wart Genau. ihr und ich weiß, dass ihr ja auch sehr gut befreundet seid. Wann hat Malte das erste Mal zu dir gesagt, du musst eigentlich nach Altenholz, damit wir wieder zusammenspielen können? Ja, wir haben sowieso immer viel rumgedruckst, immer so ein bisschen, was das Thema angeht. Ich habe versucht, ihn nach Hürop zu holen, wenn er möchte. Da kam dann aber noch der ein oder andere Erstligist dazwischen. Da hat er sich dann, anstatt für Hürop, hat er sich dann eher für die Eulen entschieden. Ach so, sonst wäre er vielleicht nach Hürop gekommen. Nein, also das war immer nur ein kleiner Spaß. Nein, aber er hat immer mal das angesprochen.
war dann immer kein Thema, weil ich dann auch eben immer irgendwo in einem anderen Verein tätig war oder gespielt habe. So. Und jetzt hat das einfach gepasst und da hat er mich dann auch überzeugt und das war für mich auch ein Hauptgrund, den Schritt nochmal nach Altenholz zu wagen, weil ich auch einfach Bock habe, mit ihm zusammenzuspielen. Wir verbringen so auch viel Zeit und telefonieren fast täglich und wir freuen uns da, die neue linke Seite in Altenholz zu machen. Das ist nämlich der nächste Punkt. Da sind, glaube ich, einige interessante Spielzüge und irgendwelche, weiß ich nicht, Tricks oder Finten vielleicht sogar, auf die wir uns in der 3. Liga freuen können. Ja, also er hat erstmal mich darum gebeten, dass ich überhaupt nach außen abspiele. Da muss ich mir sowieso immer ein paar dumme Sprüche anhören, aber ich werde ihn auch vernünftig einsetzen und da braucht er sich keine Sorgen machen. Dafür gibt es dann ja auch die Saisonvorbereitung. Da kannst du dich ja dann daran gewöhnen. Ja, auf jeden Fall. Müssen wir vielleicht nochmal klären und Malte nochmal fragen, was passiert, wenn das nicht der Fall sein sollte. Ja, da wird er sich schon irgendwas Nettes überlegen und das wird er mir dann auch schon, da werde ich dann auch rechtzeitig auf den Deckel kriegen, wenn ich ihn da nicht fütter. Wenn Maltes Leihe bei den Eulen jetzt nicht zu Ende gegangen wäre und er nicht auch zur Polizei möchte, hätte er dich dann nicht auch zu den Eulen holen können? Ich glaube, ich weiß nicht, wie sein Einfluss da ist, aber ich glaube nicht, dass das auf meinem Karriereplan also steht. Er hat das schon mal angesprochen, es gibt auch ein paar nette Drittligisten da unten, auch nochmal für mich einfach nochmal rauszukommen. Wenn er jetzt langfristig da unten geblieben wäre, haben wir auch immer drüber gesprochen, dann hätten wir uns da unten nochmal eine WG zusammengestellt. Aber ich glaube, die Eulen, das wäre schon weitaus zu hoch für mich und da ist er gut aufgehoben, aber das wäre nichts für mich gewesen. Nee. Du sprichst es gerade an, so ein bisschen mal rauskommen auch. Johnny hat mir hier geschrieben, Johnny Jewels, wird er so ausgesprochen? Er sagt, mit einem kleinen Zwinkern, wie fühlt es sich an, nun endlich aus dem Schatten deiner sehr erfolgreichen Brüder herauszutreten und dir auch endlich selbst mal einen Namen zu machen? Ja, sehr gute Frage. Die könnte auch von meinen Brüdern selbst kommen. Aber ja, also natürlich jetzt kein Faktor gewesen, aber ich freue mich einfach nochmal was anderes zu machen. Und Nils hat ja sowieso so ein bisschen Standby gemacht. Mats hat sich in Hyrup super entwickelt und hat immer mehr Verantwortung übernommen. Wie das für ihn da weitergeht, wird sich auch zeigen, aber ich glaube, wir haben das immer ganz gut. Da war kein Neid dabei. Am stolzesten waren, glaube ich, immer meine Eltern, uns 3 gemeinsam auf einer Platte zu sehen und ja, von daher, ich flüchte nicht vor meinen Brüdern aus Hyrup. Das war auch sehr spaßig, glaube ich, gemeint, aber ja. Was ich mich wirklich immer gefragt habe, wie ist es, wenn man mit 2 Brüdern zusammenspielt und jetzt gar nicht im Spiel, aber man ist dann auch beim Training immer mit zusammen. Wenn man nach Hause fährt, kann man da überhaupt abschalten oder ist auch dann immer noch mal der nächste Spielzug das Thema und hättest du nicht so spielen müssen und so weiter? Also Handball war schon immer ein großes Thema und wir haben auch, wenn irgendwas nicht gut lief und haben wir schon immer viel auch im Nachhinein drüber gesprochen und hätten wir so machen können und haben, ja, Handball war halt immer ein Riesenthema, aber es hat natürlich viel Positives, aber wenn einer mal unzufrieden war, konnte man auch immer schwer ausblenden, dass man halt verwandt ist oder da waren die Reibungspunkte dann schneller erzeugt, als vielleicht mit jemandem, der in einer Mannschaft spielt, aber nicht mit einem verwandt ist. So, ich finde, wir haben das echt super gemacht und ich fand, das war was ganz, ganz Besonderes. Christian hat in der Kabine vor dem Spiel auch immer einfach nur gesagt, der Rückraum Jensen. Und haben wir dann war halt klar, wir stellen uns zu dritt auf und gucken mal, wer sich auf welche Position stellt. Und ich finde das einfach, war eine ganz coole Geschichte, dass wir das mal gemeinsam hatten. Ist auch irgendwann blind, oder? Ja, also total. Also das Verständnis und die Laufwege sind dann nochmal viel besser als mit jemandem anderem. Genau. Ove Knutzen erhofft sich, glaube ich, dass in Hyrup jetzt eine richtig erfolgreiche Zeit kommt. Denn er fragt, ob du dich schon darauf freust, in 2 Jahren dann auch mal wieder gegen Hyrup zu spielen.
Ja, also erstmal bin ich mir auch sicher, dass Hyrup auch ohne mich erfolgreich sein wird. Ich war ja jetzt auch diese Saison viel verletzt und haben andere Verantwortung übernommen und haben die Chance genutzt und deswegen bin ich mir auch sicher, dass Hyrup auch ohne mich erfolgreich sein wird. Und ob ich jetzt unbedingt gerne gegen Hyrup spielen möchte, ich glaube, das möchte ich mir ersparen, weil ich glaube, jeder, der auch gegen uns gespielt hat, das ist nicht immer spaßig mit unserer Kurve auch. Und ich habe die Jungs lieber im Rücken, als gegen sie spielen zu müssen. Und ja, wir sind auch so verblieben mit Christian, mit Schlappi, unserem Manager da, dass die Tür auch noch und das Kapitel Hyrup und Owe noch gar nicht beendet ist. Und ich glaube, wenn der Schritt irgendwann wieder zurück ist, dann lieber wieder im Hyrup-Trikot als gegen Hyrup. Du hast seit 2016 das Hyrup-Trikot getragen. Mhm. Was war dein größtes Highlight, das schönste Spiel für dich? Gab es so einen Moment? Ja, da fallen mir natürlich spontan so 2, 3 gleich ein. Also wir hatten in der ersten Saison, da war Ostsee das Nonplusultra zusammen mit Barmbek damals und lief relativ beide Kopf an Kopf ungeschlagen durch die Liga und wir hatten damals das Heimspiel in Hyrup und wir hatten eine bombastische Stimmung und ich war gerade neu und ich war total baff. So, und wir haben sie am Ende dann auch geschlagen und das war mega. Und dann im letzten Jahr, als wir Vizemeister wurden, waren es die beiden Duelle gegen Barmbek, einmal in der eigenen Halle. Und dann das absolute Highlight in Barmbek selbst, wo wir die ganze Zeit hinten lagen, uns dann in den letzten Minuten noch rankämpfen. In der letzten Sekunde bekommen wir einen 7 Meter zugesprochen. Wir liegen mit einem Tor hinten und ich musste tatsächlich zur Linie gehen und ich wollte einfach nur den Ball reinhauen, weil rechts guckt man so auf 100 mitgereiste Fans, die 60 Minuten Vollgas gegeben haben. Ich wollte einfach den Ball nur reinwerfen und in diese Menge reinrennen. Und der Pfiff ertönt. Ich hau einfach direkt aufs Tor, so hart wie ich kann und bin froh, dass der Ball reingeht und renne in diese Menschenmasse und es gibt so geile Videos davon. Wenn ich mir die angucke, habe ich immer noch Gänsehaut und davon spricht auch von Hyrup immer noch jeder und wir hatten dann auch eine dementsprechende Rückfahrt und das werde ich niemals vergessen. Ich war in der Halle. Ja. Also kannst du das bestätigen, ne? Ja, war geil. Ich war sogar, die Fly habe ich sogar mitgemacht. Ja, also das werde ich nicht vergessen, wirklich nicht. Das wäre doch eigentlich mal was für Sprungwurf Classics, oder? Wir versuchen gerade so ein paar Klassikspiele der letzten Jahre mal hier quasi im Real Life zu zeigen. Gibt es davon Aufnahmen? Ja, gute Frage, aber ich kann euch zumindest die Sequenz vom 7 Meter selbst und das, was danach, also die Leute rennen ja auch einfach selbst aufs Feld und Getränke spritzen hoch und egal ob jung, alt, Mädchen, Junge, alle in diese Jubeltraube und ja, also ich schicke euch gerne mal das Video, dann ihr werdet sicherlich auch Gänsehaut bekommen. Sehr gerne, sehr, sehr gerne. Was gibt es denn hier noch so an Fragen? Die werden natürlich auch viele, also erstmal sehr viele traurige Aussagen natürlich, dass sie dich vermissen werden. Suizo41 fragt, wie viele Schritte es von Hyrup nach Altenholz sind. Dann gibt es hier die nächste Frage von J-Knutzen, wie die Bahnverbindung nach Altenholz ist. Und Brian möchte wissen, wirst du trotzdem in Hyrup bei der nächsten Weihnachtsfeier am Start sein? Ja, dann fange ich ja mal vorne an. Wie viele Schritte das nach Altenholz sind, ist eine gute Frage. Vielleicht kann ich das mal nachreichen, wenn ich irgendwie mal spontan auf die Idee komme, den Weg zum Training zu Fuß zu gehen. Aber es ist natürlich eine ordentliche Entfernung. Jeder kennt ja den Weg nach Kiel. Oder Flensburg? Bleibst du dann ganz oben wohnen? Ja, also wohnen und arbeiten weiterhin in Flensburg. Ich werde dann dahin pendeln. Ist natürlich ein ordentlicher Aufwand, aber ich meine, wie gesagt, jeder kennt die Strecke nach Kiel, einmal auf die A7, dann nochmal dieses nervige Kielstück und ja, man wird sehen, wie ich das wegstecken werde. Klatschst du auf dem Kanal auf der Brücke mit Tom Landgraf ab, der dann aus Kiel zum DRK hochfährt? Den gleichen Gedanken hatte ich gerade auch schon, dass wir uns dann zuwinken, wenn er Richtung DRK-Training fährt und ich dann Richtung Altenholz. Vielleicht geht es ja auch so ein Szenario. Und was mit der Weihnachtsfeier? Ja, dieses Jahr oder letztes Jahr hatten wir leider keine, irgendwie aus mehreren Gründen. Wir haben irgendwie nicht alle zusammenbekommen, so an Mannschaften. Ich kann dazu sagen, die Hyrup-Weihnachtsfeiern sind absolut legendär. Also wer mal die Möglichkeit hat oder mal hatte, so eine mitzumachen, der weiß, wovon ich spreche.
Ich hoffe natürlich, dass ich weiterhin eingeladen bin. Ich war selbst schon mal da, wo ich noch nicht für Europe gespielt habe. Und dadurch, dass sie jetzt im letzten Jahr nicht stattgefunden hat, habe ich vielleicht noch eine gut. Und ich hoffe, ich bin weiterhin gern gesehen da. Du hast jetzt schon ein bisschen über letzte Saison gesprochen und allgemein, dass du viel Potenzial in Europe siehst. Immer, wenn man an die Oberliga denkt, sagt man so, Europe gehört schon zum Geheimfavoritenkreis. Was kann es da mal auch zum ganz großen Wurf reichen? Unabhängig davon, ob man jetzt einen Aufstieg anvisieren würde, aber so Richtung Meisterschaft zumindest? Also letztes Jahr waren wir ja extrem nah dran. Also wir hatten es ja eigentlich in eigener Hand und haben dann damals das Spiel bei Aarde verloren. Sonst hätte ja alles auch dementsprechend danach ausgesehen, dass wir zwar nicht in die dritte Liga aufgestiegen wären, aber Meister geworden wären. Und jetzt die Jahre, wo ich dabei gewesen bin, haben wir immer vorne mitgespielt. Ich glaube, im ersten Jahr war es noch dann im Mittelfeld und jetzt die letzten beiden Jahre bin ich entweder, so da sind wir Zweiter, Dritter geworden. Das heißt, wir haben immer vorne mitgespielt. Und ich denke auch, das muss der Anspruch sein. Und uns wurde dann auch nach und nach die Favoritenrolle zugesprochen. Das war auch mal eine neue Situation. Die haben wir dann aber auch gerne angenommen und es haben sich auch immer dementsprechend auch gewisse Leute ja auch immer bereit erklärt, sich Europe anzuschließen. Also Tim Lübcker ist gekommen, Norman Lauers, so, die haben ja auch alle Drittliga-, Zweitliga-Erfahrungen so und die konnten sich dann ja auch vorstellen, Mensch, in Europe, da wächst was zusammen, es bringt Spaß, die Halle ist voll, sodass sich auch solche Leute bereit erklärt haben, für Europe zu spielen und dementsprechend muss das ja auch immer der Anspruch sein, dann vorne mitzuspielen. Pepe fragt in die Richtung auch, wer wirft denn jetzt die ganzen Tore eigentlich in Europe? Ja, erstmal war ich hatte ich ja schon mal angedeutet, war ich ein bisschen enttäuscht, dass ich leider in der letzten Saison nicht einmal gegen ihn spielen durfte. Ich freue mich immer ganz besonders. Erstmal liebe Grüße. Aber da werden ganz viele die Rolle übernehmen und da mache ich mir keine Sorgen. Also das wird auf mehrere Schultern verteilt werden und der wird sich auch weiterhin warm anziehen müssen und genau, da mache ich mir keine Sorgen drum. Legler 92, ja, sagt, dass eine Ära zu Ende geht und wird dann aber nochmal kritisch und fragt, wird es nach dem Wechsel endlich wieder warmes Wasser beim Duschen geben in Europe? Was ist denn das für eine Frage? Ja, da muss ich mir ja überlegen, wie ich da jetzt. Also eine Ära geht da nicht zu Ende. Ich habe das ja schon angedeutet, die Tür ist nicht zu und wir stehen immer noch im guten Kontakt und ich bin mir sogar sicher, dass ich nochmal für Europe auflaufen werde, hoffentlich. Und und warmes Wasser wird wohl wahrscheinlich liegen, dass wir ein bisschen ältere Kabinen haben und dass ich gerne sehr, sehr warm dusche und wenn alle anderen gekommen sind, dass die Duschen danach kalt gewesen sind. Da freuen sich jetzt bestimmt einige über etwas warmes Wasser. Sehr, sehr viele Fragen noch. Ich sortiere mal ganz kurz raus. Malle mal 17 möchte noch wissen, ist Malle der beste Bierpong-Spieler, dem du jemals begegnet bist? Also er ist schon vorne dabei. Er hat das wirklich sehr gut und in den Duellen war sehr umkämpft, aber ich habe ihn bisher immer geschlagen. Also er ist dementsprechend nicht der Beste, aber er ist schon vorne dabei. André Lohrbach klingt sich in den Livestream rein und schreibt, wie läuft denn die Umsetzung des Trainingsplans? Ja, ausgedruckt ist er. Notizen habe ich mir auch schon gemacht. Ich musste erstmal googeln, was diese ganzen englischen Begriffe bedeuten. Ist ja so ein Trend, keiner schreibt mehr dabei, dass es einfach eine Kniebeuge ist. Es muss ja dann immer alles anders heißen. Nein, aber ich freue mich drauf. Mache das dann immer zusammen mit meinem kleinen Bruder. Der nutzt den Plan somit auch mit und hält sich fit. Da trifft ja sehr gut, dass Carsten 0804 fragt, wann folgen denn deine anderen 3 Brüder nach Altenholz? Ja, gute Frage. Ich hoffe, sie werden mich auch so dahin begleiten und sollte mal Not am Mann sein, werde ich vielleicht auch mal ansprechen. Ich habe da noch welche in der Hinterhand und man weiß nie, ne? Wenn die sich das auch vorstellen kann, dann ist die Tour nach Altenholz dann auch gleich nochmal angenehmer für mich. Viele, viele Fragen, die ich leider nicht live, glaube ich, stellen kann. Sehr gut, danke. Aber letzte Frage an dich von Sören Tölle. Wie hast du so dicke Waden bekommen?
Er fragt für 2 Freunde namens Malte Jessen und Ole Zakczewski. Ich weiß nicht, ob die einem was sagen. Ja, die Frage ist ja auch immer so ein Klassiker. Ich kann gar nicht so spektakulär antworten. Die waren tatsächlich immer da und ich muss dazu auch sagen, wo viel ist, kann auch viel immer kaputt gehen und Probleme machen. Ich kann jetzt aber keine genauen keine Tipps geben für ein ideales Wadenworkout. Ja, die waren einfach da. Aber ja. Eine wichtige Frage, hast du jemals Peter Stotz live im Bierkönig auf Mallorca erlebt? Ich glaube, wir waren, ich weiß gar nicht, ob du das eine Jahr, als Stefan Pries noch bei uns Trainer beim Junior-Team war. Also, ich war selber jetzt. Obwohl, wart ihr da nicht in den SG-Trikots da? Ja, genau. Da weiß ich noch, Marcel Möller war noch dabei, kann das sein? Genau. Ja, ich glaube, genau. Ja. Also wir hatten jetzt nicht super viel zu tun, aber wir waren zur gleichen Zeit da. Ja. Ich glaube, einen Abend haben wir in der Diskothek noch verbracht. Ja. Doch, da erinnere ich mich, da war was. Wir gehen ja eigentlich nicht in die Disco. Da ist doch was schief. Da muss das wohl jemand anders gewesen sein. Sören Tölle fragt nämlich, Peter, wie hoch kann man Stühle im Bierkönig stapeln? Ja, mit Sören habe ich auf jeden Fall viel Spaß gehabt auf Mallorca, wie das halt so ist. Und irgendwie kam mir dann mal in den Sinn, dass man auf den Bartisch dann nochmal einen Barhocker stellen kann. Weil auf dem Tisch zu stehen ist ja irgendwie langweilig, da muss ja noch ein Stuhl drauf und da oben drauf stellen. Und dann kann man ja auch noch einen zweiten Stuhl oben drauf stellen und sich dann da oben nochmal drauf stellen. Und das fand ich irgendwie ganz witzig, bis der DJ dann meinte, wir machen den Laden hier zu, wenn du hier nicht gleich runterkommst. Weil ich war schon irgendwie, man kennt ja diese Empore oben, wo dann halt die zweite Etage steht. Mit denen war ich dann irgendwie auf Augenhöhe und stand dann da oben drauf. Und das waren schon irgendwie, ja, weiß nicht, so 4 Meter waren das bestimmt. Hast du halt nicht zu deiner Höhenangst, ne? Ja, genau. Dann hätte ich fast den Fallschirm wieder rausholen können. Ja. Hast du dich gehalten? Die haben irgendwie die Stühle festgehalten und ich bin da hochgeturnt und habe mich dann da, wie man halt so ist, man hat ja einen Schutzengel, wenn man 2, 3 Bier getrunken hat, habe ich mich dann da aufgestellt. Und irgendwie hatte mich schon irgendwie jemand aufgefangen, hätte ich gedacht. Bisher ist ja auch immer alles gut gegangen. Ich wollte gerade sagen, du lebst ja auch zum Glück noch. Jo. Mallorca fällt ja aus, leider Gottes dieses Jahr. Letzte Frage der Sendung kommt von M_wieder HFT. Wie verbringt Peter Stotz denn die spielfreie Corona-Zeit? Ja, ich habe genug zu tun. Also ich habe ja meine eigene Firma. Wir haben genug zu tun, sind zum Glück nicht so von Corona betroffen. Richtige Auswirkungen kann man ja noch nicht einschätzen, aber wir sind ja in der Landwirtschaft tätig und systemrelevant. Von daher haben wir genug zu tun und leider fallen die Reisen so ein bisschen. Ich bin ja geschäftlich viel unterwegs. Das ist ein bisschen weniger. Ansonsten zu Hause hat man viel zu tun, wie jeder irgendwie hat seine ganze Hütte auf Vordermann gebracht und hat neue Ideen und malt und streicht und ja, alles Mögliche. Holt den Hochdruckreiniger raus und macht selber Sport. Also irgendwie, das wird auch nicht langweilig und ja, tut auch mal ganz gut, dass es mal ein bisschen ruhiger ist. War doch noch nicht die letzte Frage, denn ich habe tatsächlich noch eine. Wie würdest du arbeitstechnisch das Verhältnis prozentual beschreiben? Eigene Firma? DRK ist ja auch so ein bisschen ein eigenes Baby. Ja, ich mache viel für DRK, auch tagsüber immer mal wieder was, aber das ist schon irgendwie 80-90% Firma. Also natürlich ist man immer irgendwo erreichbar und man hat Ideen und schreibt mal E-Mails und telefoniert und ist abends unterwegs, aber man hat halt lange Tage. Kann auch mal ein Tag sein, wo es wichtig ist oder man mal auch einen Sponsor besucht, dann ist man vielleicht auch mal 30%. Aber ja, das ist dann halt so. Macht man gerne und ich mache es ehrenamtlich und das bringt mir Spaß. Und irgendwo braucht man ja auch einen Ausgleich zu seinem normalen Leben, sag ich mal. Das stimmt. Ich sage euch ganz vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Jetzt haben wir die Zeit auch so super rumbekommen. Hatten sehr viel zu besprechen. Das waren spannende Einblicke. Owe, dir vielen Dank. Peter, auch vielen Dank. Und euch vielen Dank für die vielen Fragen und natürlich fürs Einschalten. War, glaube ich, genau die richtige Entscheidung. Tragt es gerne weiter. Wir machen übrigens auch weiter
Wir hatten immer mal so einen Plan im Kopf, jetzt wo die Saison ja eigentlich zu Ende wäre, dass wir dann auch irgendwann im Mai den Cut machen. Das machen wir jetzt nicht. Wir senden einfach jeden Mittwoch weiter und freuen uns immer wieder, dass ihr einschaltet. Wir haben natürlich auch in den kommenden Wochen viele interessante Gäste. Also bleibt uns gewogen und nicht vergessen, auch wenn es jetzt gerade live ist, man kann die Sendung auf YouTube natürlich immer weiter rund um die Uhr gucken. Auf Facebook bleibt sie auch gespeichert. Und jetzt kommt der Hammer. Seit heute sind wir auch bei Twitch. Also insofern, ihr könnt gucken, wo ihr wollt und es bleibt gespeichert. Passt auf euch auf, bleibt gesund und kommt gut durch die Woche. Euer Vom. Ciao. Ihr wollt euer Spiel oder Event live im Internet sehen? Dann schreibt uns eine Nachricht und wir klären zusammen die Rahmenbedingungen, um auch euch bald live und on demand zu zeigen.